Moin und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Hermann. Gestern erst einen 33 Kilometer Marsch hinter mir gelegt und schon wieder unterwegs. Ihr müsst nicht abschalten, ihr seid vollkommen auf dem richtigen Kanal, wo ich hier zeige, was so im Wald passiert. Wenn es euch interessiert, Wandern, Reisen und andere Dinge, schaltet gerne auf meinem anderen Kanal Hermanns Welt. Dort sind immer meine Wanderungen zu sehen, die ich hier meistens durch Schleswig-Holstein gestalte. Aber kommen wir mal zurück zu den Naturaufnahmen und den Wildkameratests. Ich hatte ja in einem kurzen Short mich tierisch aufgeregt über die E-Seeker IG 420. Hallo, wer hofft, dass es Testaufnahmen von der E-Seeker IG 420 gibt, den muss ich leider enttäuschen. Das Teil ist Schrott. Dass sie totaler Schrott sind. Daraufhin hat mich E-Seeker wieder angeschrieben und mir angeboten, eine neue Kamera zu schicken. Also ich habe eine neue Kamera von E-Seeker bekommen. Es ist wieder die IG 420, die werde ich jetzt hier im Wald ausbringen, und um Referenzaufnahmen auch zu bekommen, habe ich die alte Version der IG 420 mit. Die werde ich dann in so einem Kreuzungsüberprüfungsbereich aufstellen. Einen kleinen Unterschied zwischen den Kameras gibt es. Die neuere Version der E-Seeker IG 420 kann per App gesteuert werden. Also man kann gleich sehen, ohne in den Bereich reinzukommen, wo man die Kamera hingestellt hat und welche Blickrichtung sie hat. Für mich werden es jetzt 14 Tage werden ungefähr, wo ich die Kamera hier draußen habe. Aber für euch nur ein paar Sekunden. Und wir schauen mal, was die beiden Kameras aufgenommen haben und was die neue IG 420 geleistet hat. Also jetzt. Ja, was soll ich sagen? E-Seeker IG 420 neu. Mit dem schwarzen Bildschirm oder schwarzem Video wollte ich nicht anfangen. Dass etwas unterwegs war, das sieht man hier. Das ist die alte Kamera. Aber was die neue vorher eingefangen hat, kann ich euch nicht sagen. Weil die Referenzaufnahme von dem eben gerade, was die alte Kamera eingefangen hat, kommt jetzt hier. Wenn sie mal Aufnahmen macht, sehen sie eigentlich gar nicht so schlecht aus. Beide Kameras waren komplett genau eingestellt und also in so ein Kreuzfeuer aufgestellt, dass sie sich gegenseitig nicht auslösen können, aber dass, wenn was vor die Linse kommt, auch auslösen. Teilweise habe ich sie wohl aber zu weit auseinandergesetzt, da auch die alte Kamera nicht immer ausgelöst hatte. Aber nach 7 Aufnahmen war bei der neuen Kamera Schluss und dann gab es keine mehr. Wo ich die Kamera abgeholt hatte, wollte ich mich ins WLAN einloggen. Das ging schon nicht. Und dann bin ich an die Kamera rangegangen, wollte sie anschalten. Sie ging an, aber ich konnte sie nicht bedienen. Habe sie wieder ausgeschaltet, kurze Zeit später wieder eingeschaltet und dann hatte sie auf einmal nur noch eine halbe Displayanzeige. Also ich muss sagen, diese Kamera ist Schrott. Wo sie komischerweise wieder zu Hause war bei mir und wohl sich etwas erholt hatte oder wärmer geworden ist oder etwas getrocknet, ging sie komischerweise wieder. Also ein sehr komisches Eigenleben. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet.
Keine Ahnung, was der Baummarder hier sucht oder versucht freizulegen. Es muss aber sehr interessant sein, da sich 2 Tage später auch ein Dachs für diese Stelle interessierte. Übrigens an dem Baum, wo ich diese Kamera hatte, im Hintergrund war auch aufgewühlt und dort wurde wohl auch etwas Fressbares gesucht. Dies soll es denn auch wieder gewesen sein von diesem kleinen Test. Der E-Seeker IG420 alt und neu. Die E-Seeker IG420 alt werde ich natürlich weiterhin im Einsatz haben. Und für die E-Seeker IG420 neu gibt es weiterhin keine Kaufempfehlung, weil sie einfach Schrott ist. Ich hoffe, euch dieser kleine Vergleich hat euch wieder einmal gefallen. Dann würde ich mich freuen über Likes, Kommentare und wer natürlich neu auf meinem Kanal gelandet ist, hinterlässt auch gerne ein kostenloses Abo. Und dass ihr nichts mehr verpasst, drückt auch die kleine Glocke daneben. Denn heißt das für mich wie immer zu sagen, bleibt schön gesund und bis bald. Tschüss!